Wusstest du, dass im Deutschen echt viel einfacher ist, als alle sagen? Du sprichst oft fast so, wie du schreibst. Das hilft total. Heute zeigen wir dir genau die leichtesten Teile und wie du sie im Café, im Alltag und in kleinen Nachrichten sofort benutzt, auf A2-Niveau. Genau, wir gehen Schritt für Schritt durch, klare Aussprache, einfache Satzmuster und kurze, sichere Phrasen wie bitte und gern. Du hörst gleich ein Mini-Rollenspiel für ein Café, damit du es direkt anwenden kannst. Das Ganze ist für A2, also gut machbar. Hi und schön, dass ihr da seid. Ich bin Tim. Und neben mir sitzt Julia, wie immer mit vielen praktischen Beispielen. Und wer das später üben will, die ganze Lektion ist auf Vocabli. Also, legen wir los mit dem, was wirklich leicht ist. Erste Sache. Die Aussprache ist meistens logisch. Du liest das Wort und sprichst es fast genauso. Zum Beispiel Bahn, Haus, Tisch. Das ist angenehm direkt. Ja, und die Buchstabenkombinationen sind ziemlich stabil. SCH klingt immer wie SCH, I klingt wie Egai und IE ist ein langes I. Klar, CH hat 2 Töne, aber du hörst schnell den Unterschied in Wörtern wie ich und Buch. Zweite leichte Sache. Du kommst sehr weit mit dem Präsens. Du kannst sogar über die Zukunft reden. Ich gehe morgen ins Kino. Für Fragen drehst du einfach das Verb nach vorn. Kommst du? Fertig. Lass uns das gleich fühlen, ja? Kleines Kaffeerollenspiel, ich bin die Verkäuferin. Hör mal gut zu, es sind sehr einfache Sätze, die du sofort nutzen kannst. Okay, ich bin der Kunde. Ich sag dann, Guten Morgen. Ich hätte gern einen Kaffee und ein Brötchen, bitte. Wenn sie fragt, zum Hier oder zum Mitnehmen, sag ich, zum Mitnehmen, danke. Einfach, höflich, klar. Und ich antworte als Verkäuferin, mach 3,50 €, bitte, dann vielleicht, noch etwas, und du sagst nur, nein, das war's. Danke, und ich, gern, schönen Tag. Siehst du, das sind feste Bausteine. Ich hätte gern, bitte, danke, gern. Du brauchst keine langen Sätze, du klingst trotzdem freundlich und sicher. Apropos höflich, ich hab mal bei einer deutschen Familie gegessen und wollte lecker sagen. Ich war nervös und hab aus Versehen dreckig gesagt. Oh Mann, alle haben kurz geschaut und dann gelacht, und ich auch, aber ja, das war peinlich. Ja, kann passieren, echt. Mein Tipp. Nimm erst die einfachen, sicheren Wörter wie lecker, sehr gut, schmeckt gut. Und wenn du unsicher bist, sag einfach, das ist richtig gut. Damit liegst du fast immer richtig. Noch etwas, was das Deutsche leichter macht, es gibt viele klare Wortbausteine. Handschuh ist Hand plus Schuh, also ein Schuh für die Hand. Krankenhaus ist ein Haus für Kranke, und Wasserflasche ist eine Flasche für Wasser, total logisch, oder? Zahlen sind auch freundlich, finde ich. Preise sagst du einfach so, wie sie stehen, 3,50 €. Und wenn du eine Notnummer brauchst, 112 ist super leicht zu merken und zu sagen. Und Musik hilft vielen, echt überraschend gut. Du lernst Wörter mit Rhythmus, du merkst dir Melodien, und die Aussprache kommt viel natürlicher. Ich singe manchmal Vokabeln leise vor mich hin, das bleibt besser im Kopf. Noch ein Punkt aus der Praxis. Kurze Sätze sind wirklich dein Freund. Ich kenne jemanden, der wollte beeindrucken und hat direkt einen Riesensatz gebaut. Ergebnis: Missverständnis und Stress. Mit kurzen Sätzen wie ich komme morgen, ich habe Zeit, ich brauche Hilfe, läuft es ruhiger und klarer. Ja, und das Präsens hilft auch hier. Du sagst einfach, ich treffe dich morgen, nicht kompliziert. Die Leute verstehen dich sofort, und du klingst sicher. Mini-Check Swiss, okay? Was sagen wir für die Notrufnummer 112
Ziffer für Ziffer. Und wie sprichst du 3,50 € beim Bezahlen? Ganz natürlich. Also 112 ist 112. Und 3,50 € sag ich 3,50 €. Wenn du das kannst, hast du schon 2 Superwerkzeuge im Alltag. Viele diskutieren ja heiß, was am schwersten ist, Grammatik oder Aussprache oder Wörter. Ist mir egal, heute schauen wir auf das Einfache, weil das motiviert. Und mit den leichten Sachen kommst du im Alltag sofort voran. Artikel sind für viele schwer, klar. Aber du kannst dir leichte Schienen bauen, so feste Phrasen, mit Milch, ohne Zucker, für mich. Oder ich brauche einen Termin, und ich hätte gern eine Quittung, das sind sichere Muster, die fast immer passen. Auch die Satzstellung ist oft einfach. Subjekt, Verb, Objekt, ich trinke Kaffee. Mit Ö und oder aber bleibt das Verb auf Platz 2. Ich trinke Kaffee, aber ich esse nichts. Für Ja-Nein-Fragen drehst du es um, isst du etwas? Fertig. Beim Lesen hilft dir übrigens, dass alle Nomen groß sind. Du siehst sofort, das ist ein Ding oder ein Name. Auf Schildern oder Menüs findest du so schneller, was wichtig ist. Wollen wir noch ein Mini-Rollenspiel? Diesmal Small Talk im Treppenhaus? Ich fang an. Guten Morgen. Alles gut? Du sagst, ja, danke. Und bei dir? Dann ich, gut, danke. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Bis später. Kurze Sätze, null Stress. Und wenn jemand fragt, kommst du heute nicht, kannst du locker doch sagen, das ist so ein kleines, starkes Wort. Es klingt super natürlich und ist einfach zu merken. Kommst du nicht? Doch, und dann vielleicht, ich komme um 9 Uhr. Viele Verben mit Präfix sind auch freundlich, weil die Bedeutung klarer wird. Aufstehen, anrufen, mitkommen. Du hörst, was passiert. Und im Präsens sagst du einfach, ich rufe dich heute Abend an. Oder kommst du mit? Sehr direkt. Zur Aussprache noch ein leichter Punkt, die Betonung liegt oft auf der ersten Silbe, wie bei Handschuh oder Krankenhaus. Es gibt Ausnahmen, klar, aber das Grundgefühl hilft dir schon viel. Hör einfach, wo die Stimme etwas stärker ist. Zum Üben mag ich sogenanntes Nachsprechen. Du hörst einen Satz und sprichst sofort hinterher, Satz für Satz. Das ist einfach, kostet wenig Zeit und du bekommst schnell ein Gefühl für Rhythmus und Klang. Auch Uhrzeiten kannst du simpel halten. Sag einfach, ich komme um 14:30 Uhr oder ich komme um 2:30, je nachdem, was für dich leichter ist. Für A2 reicht meistens, ich komme um 9 Uhr, das ist super klar. Jahreszahlen sind auch nicht wild. Du sagst zum Beispiel 2024. Wenn du das einmal drin hast, läufst du durch Gespräche über Termine viel entspannter. Ach, und diese ewige Frage, mit Muttersprachler lernen oder mit Apps, Leute streiten darüber. Ich sag, nimm, was sich leicht anfühlt und zu deinem Tag passt. Hauptsache, du bleibst dran und nutzt jeden Tag ein bisschen Deutsch. Kleine Wörter machen's leicht. Bitte, kannst du fast überall sagen, das ist höflich und einfach. Und auf ein Danke passt ein Gerne. Immer gut. Wenn etwas okay ist, sag, passt oder alles gut. Das klingt natürlich und ist zero kompliziert. Viele machen noch den Fehler, direkt aus dem Englischen zu übersetzen. Versuch lieber kurze, deutsche Muster, klingt gut, ich bin dabei, kein Problem. Diese Phrasen sind leicht und klingen viel natürlicher. Bau dir ruhig so eine kleine Werkzeugkiste mit Templates. Zum Beispiel, ich hätte gern, ich brauche, wo ist, wie viel kostet, können Sie mir bitte helfen? Damit löst du 80% der Alltagssituationen. Ich schreib mir solche Sätze auf Karten und lese sie laut.
5 Minuten am Tag reichen oft schon. Und dann probiere ich sie direkt draußen aus, beim Bäcker oder im Bus. Kurzer Überblick, was heute wirklich leicht war. Aussprache meistens wie geschrieben, Präsens für Jetzt und Zukunft, kurze Sätze, feste Höflichkeitsphrasen, klare Zahlen und Preise und sinnvolle Wortbausteine. Ach ja, und Nomen groß, leichter lesen. Mit diesen Sachen klingst du schnell sicher. Jetzt mal an euch, was ist für dich am leichtesten im Deutschen? Hast du eine kurze, einfache Redewendung, die du ständig nutzt, zum Beispiel im Café oder bei der Arbeit? Schreib uns das gern in die Kommentare, ich bin neugierig. Und wie wir vorhin schon angedeutet haben, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und kleinen Übungen ist gratis auf Vocably. Da kannst du die Rollenspiele und Phrasen in Ruhe nachsprechen. Der Link steht in der Beschreibung, ganz entspannt zu finden. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.